Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics. Leider kommt es beim Radfahren immer wieder zu Unfällen. Euer wichtigster Schutz ist dabei ein sehr gut sitzender Helm. Wir erklären euch heute, worauf ihr unbedingt achten solltet. Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine ebenso große wie unüberschaubare Menge an Fahrradhelmen. Um euch die Auswahl zu erleichtern, haben wir heute zwei hochkarätige Experten ins Studio eingeladen. Mir zur Seite Janina Haas, Leiterin der Ergonomieabteilung bei Ergon. Ein Stuhl weiter Dr. Kim Tofauti, Spezialist für Fahrradergonomie und Bikefitting. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo Volker, hallo zusammen. Hallo. Kim, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unbedingt einen Helm benötige? Da kann jeder mal bei sich selber gucken. Wenn ich bei mir schaue, ich bin letzte Woche gestürzt. Zum Glück hatte ich eine gute Ausstattung. Ich habe Handschuhe angehabt, ich habe einen Protection-Rucksack gehabt und natürlich meinen Helm. Und dadurch ist mir jetzt nichts passiert. Janina, von Radfahrern, die keinen Helm tragen, höre ich häufig das Argument, ich fahre ja ganz langsam, da ist ja nicht so riskant. Was hältst du davon? Wie Kim gerade schon sagte, es kann immer was passieren und man kann immer in irgendwelche blöden Situationen verstrickt werden, an denen man vielleicht sogar gar nicht selbst irgendwie Schuld trägt. Aber viele andere Verkehrsteilnehmer können mich als Radfahrer schnell übersehen, irgendwie vors Rad springen. Und gerade im Zuge mit den E-Bikes, viele andere Verkehrsteilnehmer unterschätzen meine Geschwindigkeit als E-Biker und schnell ist was passiert. Ja, also den Kopf zu schützen ist also in jedem Falle ratsam. Kim, kann ich da jeden Helm nehmen, beliebig? Ja, Janine, ich habe dir mal einen Helm mitgebracht. Danke. Schau mal hier. Das ist jetzt meiner. Wir halten vielleicht nochmal gerade in die Kamera. Ihr seht, das hier ist ein extrem großer Helm. Das ist ein Helm für Downhill. Sieht ja fast aus wie ein Motorradhelm. Könnte man wahrscheinlich für Enduro, Motorradrennen auch benutzen. Aber es gibt eine Zertifizierung für die verschiedenen Helmarten. Das heißt, ein Helm für Fahrrad könnt ihr nicht für Motorrad benutzen. Wenn ihr einen Skihelm noch übrig habt, der ist in der Regel nicht gut genug belüftet. Der soll euch auch ein bisschen wärmen und das wäre natürlich fürs Fahrradfahren viel zu warm. Was sind hier zum Beispiel die Unterschiede bei den Modellen hier auf dem Tisch? Wir haben jetzt hier vor mir, das ist ein Rennradhelm, der ist gewichtsoptimiert. Ja, ich meine, ich achte auch beim Rennrad auf jedes Gramm. Dann ist er aerodynamisch optimal, ist auch für die Sitzposition angepasst, weil ich ja sehr weit nach vorne gelehnt bin. Da würde ein Visier vorne nur stören. Janina, das ist ja eher ein Helm, wo du immer fährst, ne? Genau. Wir haben hier einen Mountainbike-Helm, der hat vorne ein großes Visier. Das kann mich wiederum bei Stürzen schützen, die ja doch immer wieder mal beim Mountainbiken vorkommen, aber auch vor irgendwelchen Ästen oder Büschen, die irgendwie in meinen Weg reinhängen. Von daher kann das auch immer super helfen, dass ich halt nichts ins Gesicht bekomme. Weiterhin ist der Helm auch jetzt im Vergleich zum Rennradhelm ein bisschen weiter nach hinten runtergezogen, um halt eben auch den hinteren Bereich des Kopfes besser zu schützen. Und genau. Belüftung ist aber ähnlich gut wie bei dem Rennradhelm. Also Sporthelme sind in der Regel ein bisschen besser belüftet als jetzt hier der Cityhelm, der sich sehr, sehr gut für Pendler eignet. Ich habe auch noch so einen gewissen Wetterschutz durch diese eher durchgehende Oberfläche. Ist auch hinten etwas weiter runtergezogen, weil wie gesagt, die Unfälle können sozusagen von allen Seiten passieren. Ja. Und was dieser Helm noch als kleines Feature hat, ist die reflektierende Fläche drumherum, um halt einfach die Sichtbarkeit im Stadtverkehr zu erhöhen. Ja. Das ist eine ganz gute Sache. Kim, ich sehe hinten, es steht drauf S-Pedelec. Warum ist das explizit erwähnt bei diesem Helm? Also dieser Helm ist für S-Pedelecs sozusagen zugelassen. In Deutschland gibt es jetzt noch keine Vorschrift, was für eine Norm der Helm haben muss für ein S-Pedelec. Ihr könnt einen normalen Fahrradhelm nehmen, ihr könnt aber auch so einen zertifizierten Helm nehmen. Das würde ich euch empfehlen. Das ist von der sozusagen vom holländischen TÜV entwickelt und der ist besonders sicher, auch sogar für diese schnellen E-Bikes, die bis 45 fahren dürfen. Das ist ja schon ein Leichtkraftrad. Man muss dann jetzt nicht so einen schweren Downhill-Helm oder sogar Motorradhelm nehmen. Von daher ist das schon ein Riesenvorteil. Also ich zum Beispiel fahre viel Rennrad, aber auch durchaus Cityrad und mal eine Trekkingtour mit meiner Frau. Also da bin ich mir zu einem Allroad Allzweckhelm eigentlich ganz gut bedient. Und für Kinder gibt es ja auch dann spezielle Modelle.
Ja, auf jeden Fall. Kinder haben ja einen viel kleineren Kopf. Man muss auch bedenken, dass sie natürlich wachsen. Das heißt, für die ganz Kleinen braucht man auch einen sehr, sehr kleinen Helm, unter 47 Zentimeter Kopfumfang. Und dann, wenn die Kinder größer werden, dann können die langsam auch auf die Erwachsenenhelme übergehen, wenn die jugendlich sind. Allerdings ist es hier, ja, Style fährt auch mit. Und die Kinder mögen natürlich eher so bunte Sachen. Wie finde ich die richtige Größe heraus, jetzt für meinen Kopf oder für deinen zum Beispiel? Das demonstrieren wir doch mal. Gerne. Also es geht ganz einfach, und zwar kann man mit einem Maßband, das einmal um den Kopf rum auf Höhe der Stirn angelegt wird, ganz einfach den Kopfumfang und somit auch die benötigte Größe ermitteln. Bei Kim ist es ein Umfang von 55 Zentimetern. Das entspricht bei den meisten Herstellern der Größe M. Und anprobieren ist allerdings ein wichtiges Thema, denn auch die Passformen unterscheiden sich. Also wenn ich den Kopfumfang und somit die Größe weiß, kann es trotzdem sein, dass es je nach Hersteller zu ein paar Abweichungen kommt. Ich habe diesen Helm mal in M probiert, der war mir ein bisschen eng. Da habe ich jetzt mal den L probiert und liegt einfach daran, weil ich so einen breiten Kopf habe. Ich bin halt so ein Dickschädel und der passt jetzt ganz gut. Auch seitlich, wenn ich den seitlich bewege oder hier versuche, den Finger drunter zu stecken, das geht nicht und so sollte es auch sein. So. Ja, Ganz wichtig, sorry. Nee, komm ruhig weiter. Ganz wichtig ist, dass ihr den Helm auch wirklich anprobiert. Und wenn ihr irgendwie merkt, dass unangenehme Druckstellen da sind, dann ist es nicht der richtige Helm. Weil wenn die nach wenigen Sekunden oder Minuten auftreten, dann wird er den Weg zur Arbeit oder auch die Tour nicht euch sehr viel Wohlgefallen bringen. Wenn man den Helm aufhat, dann gibt es Möglichkeiten, die Passform nochmal zu optimieren. Hier neben seht ihr Möglichkeiten, die beiden Schnüre in der Position zueinander zu verändern. Die sollten unter dem Ohrläppchen zusammenkommen. Und wenn man dann den Helm richtig aufsitzen hat, das heißt nicht zu tief in der Stirn, dass er euch die Sicht versperrt, aber auch nicht zu weit nach oben, dass er bei einem Sturz sofort irgendwie nach hinten runterfallen würde, dann könnt ihr als nächstes unten das Band schließen. Und das Band unten, also der Riemen unten, sollte so sein, dass er nicht zu locker sitzt, also den Helm bei einem Sturz oder auch grundsätzlich bei der Verwendung immer gut in Position hält, aber auch eben nicht zu eng ist, dass er euch irgendwie während der Fahrt oder während der Benutzung einschnürt und einschränkt. Ja, manche Radfahrer sehen ja ein bisschen komisch, so lustig aus, wenn der Helm wahrscheinlich dann ein bisschen schief sitzt. Der ist dann nicht so richtig festgezogen, dann nehme ich an. Genau, Ne? oder sitzt grundsätzlich nicht waagerecht auf dem Kopf, sondern wie gesagt, entweder zu weit in der Stirn oder zu weit oben. Ja, und dann sehr viele haben den so, aber dann ist die Stirn ungeschützt. Ja. Und wie gesagt, der kann auch rüberrutschen oder man sieht halt nichts mehr. Ne? Auch suboptimal. Deswegen wichtig ist, waagerecht aufsetzen und dann anzufangen, den Helm einzustellen. Kim, ich habe bei dem Helm eben, als du ihn abgenommen hast, gesehen, da steht drin MIPS. Kannst du das erklären, was das bedeutet? Ja. Es gibt ein schwedisches Institut, die hat dieses System entwickelt. Es wurde festgestellt, dass manchmal schwere Gehirnverletzungen aufgetreten sind. Ich erkläre das mal gerade hier an dem Schaubild. Man sieht hier das Gehirn, das schwimmt ja in der Gehirnflüssigkeit. Und wenn es jetzt zu einem Sturz kommt, dann hat man eine Rotation des Gehirns in der Gehirnflüssigkeit und es können Verletzungen an den Nerven entstehen. Ja, das sieht man hier, sollen die roten Farben darstellen. Und dieses MIPS-System, das reduziert diese Beschleunigung, diese Scherkräfte. Das kann man hier unten dann sehen. Das System geht so ein bisschen mit und bremst dadurch diese Scherkräfte. Und hier kann man das auch sehen. Das ist dann so ein System, was so ganz bisschen diese Bewegung dämpft. Ja, Nina, anderes Thema. Ich sehe, du hast einen kleinen Zopf hinten an dem Arm. Genau. Wo bleibt der unterm Helm? Also, das ist immer so eine Geschichte für Frauen oder auch für langhaarige Männer. Ja. Das kann manchmal ein bisschen nerven und von daher ist es auch immer gut, wenn man über einen Helm verfügt, der hinten noch eine kleine Öffnung hat, wo quasi der Zopf rausschauen kann. Sonst muss man nicht jedes Mal wieder die Haare neu machen oder die Haare aufmachen, was im Sommer doch dann auch etwas warm sein kann. Von daher einfach drauf schauen und beim Anprobieren einfach ausprobieren, ob das dann machbar ist und funktioniert. Thema Belüftung. Ihr habt ja schon erwähnt, dass hier sehr viele Öffnungen sind, dass es eigentlich einen ganz guten Luftdurchlass gibt. Wie sieht es im Winter aus? Dann kann es dann ja doch kalt werden unter dem Helm, Kim. Ja, ich benutze dann im Winter hier so eine Badekappe. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine Badekappe, ist aber schön warm. Und was man sieht, liegt eigentlich eng an. Und ich kann das jetzt mal aufsetzen. Ich muss den Helm jetzt ein bisschen weitermachen, sonst kriege ich den nicht drauf. Und jetzt sieht man auch wunderbar,
Die Öhrchen, Kim. Und dann kann ich den Helm wieder festziehen, die Ohren richtig zu. Und jetzt kann ich auch im Winter Gas geben, ohne dass ich friere. Thema Helmtransport. Wenn ich den Helm nicht mehr brauche und in der Stadt unterwegs bin, gibt es einige Rucksäcke, die hinten über Befestigungsmöglichkeiten oder sozusagen Abstellmöglichkeiten für den Helm verfügen. Das ist eine super praktische Geschichte und da gibt es verschiedene Hersteller, die eben sowas anbieten. Kommen wir zum Punkt Hygiene. Muss ich einen Helm möglichst reinigen hin und wieder? Und wenn ja, wie mache ich das am besten? Insbesondere Sporthelme, die halt eben häufig mit Schweiß in Kontakt sind, macht es Sinn, die Polster, aber auch die seitlichen Riemen regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen und wieder klar auszuspülen, um halt eben einfach die Sauberkeit beizubehalten. Bei einem Stadthelm ist das von hin und wieder dann auch mal sinnvoll, das zu machen. Und die Lagerung erfolgt am besten an einem lichtgeschützten Ort, vielleicht in einem Stoffbeutel, und dann kommt da Luft dran und dann hält er gut. Ja, zum Thema Haltbarkeit, Kim, kann ich einen Helm unbegrenzt tragen? Ja, immer wenn ihr einen Unfall habt, ist klar, dann muss der Helm ausgetauscht werden, selbst wenn äußerlich nicht zu sehen ist, außer vielleicht ein paar kleine Kratzer, weil die Struktur oft schon im Inneren beschädigt ist. Ja. Das heißt, nach einem Sturzunfall auf den Kopf immer austauschen. Das Zweite ist natürlich, es gibt so eine Schutzwirkung von einem Helm, der beträgt etwa 5 Jahre. Das heißt, gerade UV und Luftsauerstoff, der sorgt dafür, dass halt das Material versprödet und dann hat man irgendwann nicht mehr die Schutzwirkung. Ja, vielen Dank euch beiden. Das war also sehr informativ, sehr aufschlussreich, zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Wir haben für euch noch etwas Besonderes, und zwar könnt ihr gewinnen in der heutigen Episode man kann sagen, ein Allzweckhelm. Ne? Kim, vielleicht kannst du mal kurz erklären. Ja, also man sieht hier ein sehr schöner Helm, der hat ein Visier, kann man fürs Mountainbike benutzen oder auch in der Stadt ist das gut, wird man nicht geblendet. Hier ein Insektenschutz, was ja auch gut ist, gut belüftet und auch ziemlich leicht, also der wird mir auch schon gefallen. Und hat auch hier noch so eine Lampe, das heißt gerade in der Stadt, aber auch wenn man später in der Dämmerung dann vom Training kommt, optimal. Was ihr tun müsst, um diesen Helm zu gewinnen, das ist ein Mad Crossover, erfahrt ihr hier in der Videobeschreibung auf YouTube. Ja, nochmals danke euch beiden. Dank natürlich auch euch, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet an Janina, Kim oder eure persönlichen Probleme schildern möchtet, könnt ihr es gerne auch hier machen in den Kommentaren bei YouTube oder uns direkt eine E-Mail schicken an info@bikeergonomics.com. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu.